Hallo und willkommen Star Trek Voyager Across the Unknown. Ich spiele die Demo. Und ja, ich hatte schon mal angefangen hier, einfach bloß gerade wegen den Einstellungen und so weiter, um zu testen, aber noch nichts sonst gesehen. Ja, wir starten mal rein. Profil 2, neues Spiel. Du bist der Captain des Föderationsraumschiffs USS Voyager. Ich bin Janeway. Verwaltet ein Schiff und eine Crew und das war viel zu schnell. Persönliches Logbuch Tom Paris. Tja, vor ein paar Tagen spaziert diese Captain Janeway in meine gemütliche Strafkolonie, als würde ihr der Laden gehören. Sie ist streng und verströmt diesen Duft von Kaffee und Dienstvorschriften. Und das Beste? Sie hat mit meinem alten Herrn auf der Albatani gedient. Wie sich herausstellt, hat ihr Sicherheitschef Tuvok Spion auf einem Marquis-Schiff gespielt, das nun in den Badlands verschwunden ist. Oh nein. Jetzt braucht Janeway jemanden, der dieses Schiff aufspürt. Und aufgrund meiner Vergangenheit bin ich anscheinend der hauseigene Experte für die Badlands. Ich finde die vermissten Marquis, sie legt bei meiner nächsten Bewährungsanhörung ein gutes Wort für mich ein. Ein simpler Deal. Immerhin ist der Ausblick hier 1000-mal besser als in meiner Zelle. Man sitzt schließlich nicht alle Tage in der ersten Reihe, wenn ein nagelneues Schiff der Intrepid-Klasse auf Jungfernfahrt geht. Die USS Voyager. Vielleicht lassen Sie mich ja sogar mal ans Steuerpult. Ja, könnte passieren. Paris. Captain Janeway. Meine Herren, willkommen an Bord der Voyager. Henrich Grimm, Fisch von der Akademie. Richtig, bereit für Ihre erste Tiefraummission? Melde mich zum Dienst, Captain. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich hoffe, ich werde Ihren Erwartungen gerecht. Henrich Kim nehme ich an. Wir haben unseren geschätzten Beobachter von Paris bereits kennengelernt. Ein Ex-Marquis-Pilot, der uns bei der Suche nach dem Marquis-Schiff in den Badlands helfen soll. Mit Verlaub, Ma'am, Beobachter ist kein Titel, der meint gerecht wird. Ich bin der verdammt beste Pilot in meinem Sektor. Nennen Sie mich Pilot der Extraklasse Fähnrich. Der Marquis? Wow. Von denen hat man ja schon alle gehört. Entspannen Sie sich. Ich war nur ein paar Wochen beim Marquis, bevor ich geschnappt und eine nette kleine Strafkolonie in Neuseeland gesteckt wurde. Strafkolonie? Genug geplaudert, meine Herren. An alle, hier spricht der Captain. Begeben Sie sich auf Ihre Station. Steuermann, setzen einen Kurs auf die Badlands. Maximum Warp. Okay. Auf in die Badlands. Die Badlands, eine tückische Region des Weltraums, in der heftige Plasmastürme selbst die modernsten Sternflottenschiffe in die Knie zwingen können. Captain Janeway beobachtet das tobende Chaos auf dem Schirm. Ein entschlossenes Lächeln auf den Lippen. Sie ist bereit für die Herausforderung. Weiter. Die Scanner erfassen keine anderen Schiffe im System, Captain. Jetzt sind Sie gefragt, Mr. Paris. Haben Sie eine Idee, wo sich Ihre ehemaligen Kollegen versteckt halten können? War nicht gerade ein Vorzeigemarquis, Captain, aber Sie bevorzugen unterirdische Basen, abgelegene Planeten und... Captain, ich möchte nicht stören, aber ich registriere einen kohärenten Heteronstrahl, der uns scannt und eine Verlagerungswelle bewegt sich auf uns. Verlagerungswelle. Achtung, Einschlag. Eine kolossale Welle turbulenter Energie rast auf die Voyager zu. Ihre Kraft übersteigt alles, was die Crew je erlebt hat. Ohne Zeit, die Gefahr zu analysieren, werden Notfallmaßnahmen eingeleitet. Okay. Roter Alarm, Steuermann. Ausweichmanöver. Kann ich auch irgendwas tun? Zu spät. Die Welle wird uns in 5 Sekunden treffen. Auf Einschlag vorbereiten. Fünf Sekunden. Nachwirkung. Als die Crew das Bewusstsein wieder erlangt, findet sie ihre Brücke in totaler Verwüstung vor. Verbogenes Metall, funkensprühende Konsolen und verletzte Kameraden zeichnen ein düsteres Bild. Was ist gerade passiert? Schadensbericht. Massiver Höhen- und Deckschaden. Die Transporter sind ausgefallen und wir erhalten Bericht über Tote und Verletzte. Brücke an Krankenstation. Doktor, ich habe Verletzte auf der Brücke. Doktor, verdammt! Captain, auf mehreren Docks fallen die Systeme aus. Die Deuterium-Tanks sind leer. Der Warpkern ist in den Modus grau gegangen. Wir laufen nur noch auf Notreserven. Mr. Paris, übernehmen Sie das Steuer. Scannen Sie nach der nächstgelegenen Deuteriumquelle. Sensoren sind offline. Die Stellarkartografie muss ausgefallen sein. Die Voyager ist blind, Captain. Janeway im Maschinenraum. Wir brauchen die Stellarkartografie wieder. Online. Jetzt!
Okay. Tutorial-Hilfe. Aha. Klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol 1. Aha. Auf dem Bildschirm, um alle Tutorial-Bildschirme erneut aufzurufen. Auf dem Controller drücke das Steuerkreuz zweimal links. Okay. Aktiviere die Stellarkartografie im linken unteren Teil des Schiffes. Um sie zu aktivieren, öffne Ihr Menü, indem du den Raum auswählst und die Energieversorgung einschaltest. Klick. Mhm. Einschalten. Captain, die Sensoren erfassen dort draußen etwas, aber was Harry gerade herauszustottern versucht, ist, dass wir nicht mehr in den Badlands sind. Ja. Komisch, wer die Geschichte kennt. Was ist das? Wo sind wir? Unsere Sensoren funktionieren, sind wir gerade über 70.000 Lichtjahre gesprungen in den Delta-Quadranten. Wow! In den Delta-Quadranten? Wie? Captain, die Lebenshaltungssysteme fallen aus. Diese Phalanx wird warten müssen. Mr. Paris, übernehmen Sie das Steuer. Finden Sie uns eine Deuteriumquelle. Schon wieder. Scannen Sie interessante Orte, die mit weißen Fragezeichen markiert sind, um Ressourcen zu entdecken. Scanne, bis du Deuterium, die Treibstoffressource, findest. Scannen? Ah, scannen, rechte Maustaste. Da. Dann schnappen wir uns mal das Deuterium. Ha, das war einfach. Ja. Ich möchte aber trotzdem auch hier noch scannen. Aha. Ich scanne erstmal alles. Nichts Neues aufzudecken. Da ist aber noch was. Aha, ich kann auch verschieben. Wo sind wir? Hier. Da ist ein Schiffswrack. Ich fliege erstmal dahin. Verlassenes Schiff, Captain. Wir haben ein verlassenes Schiff gefunden, das im Weltraum treibt. Das ist abgeschaltet, aber strukturell intakt und hat versiegelte Lagerräume. Lager versiegelt lassen und auf die Bergung aus anderen Teilen des Schiffs konzentrieren. Später wiederkommen. Aha. Aha, okay. Captain, wir können den Modus Grau jetzt deaktivieren. Das ist gut. Captain, bereit, die Warp-Kernleistung zu erhöhen. Das ist auch gut. Warp-Kern ist der Reaktor. Ja, das wissen wir, Das kriegen wir hin. Okay. Modus Grau. Unsere Energiewerte normalisieren sich wieder, Captain. Ich glaube, das Spiel macht mir Spaß. Gut, nun, was ist mit dieser Phalanx? Ach, warum kann das nicht vorgelesen werden? Ich kann es nicht sagen, Captain, aber unsere Scanner haben ein Marquis-Schiff direkt daneben erfasst. Optional. Versuchen Sie zu rufen. Rufen Sie sie. Keine Antwort, Captain. Auf Lebenszeichen scannen. Ah, niemand an Bord, Captain. Phalanx scannen. Was ist mit der Phalanx? Die Sensoren kommen nicht durch, Captain. Oh nein, dann werden wir wohl selbst nachsehen müssen. Transporterraum einsatzbereit machen. Jawohl, Transporterraum. Mr. Paris, fliegen Sie uns zu einem Deuterium-Vorkommen. Wir werden es brauchen, um den Transporterraum zu reparieren. Okay. Nichts Neues aufzudecken. Gab es jetzt hier Deuterium? Oder da? Fliegen wir mal dahin. Okay, sammle alle leicht zugänglichen Ressourcen. Versuche mit dem Traktorstahl einen Klumpen aus den Trümmern zu bilden, um die Trümmer leichter einsammeln zu können. Ja. Jawohl! Sehr schön.
Aber brauchen wir noch mehr? Weiß es nicht. Okay, hier ist dasselbe. Ah, hier ist... Ah, da haben wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ich sammle lieber das hier. Wir haben jetzt alles an der Themen, was wir benötigen. Ja, wunderbar. Das Ingenieurteam steht bereit, um den Transporter zu reparieren, Captain. Bestens. Klick. Repariert. Aha, Transporter sind wieder online. Der ganze Aufbau hier erinnert mich irgendwie an... War das XCOM? Ich glaube, es war XCOM. War ja da auch denn ein Schiff. Mr. Paris, setzen Sie den Kurs auf die Phalanx. Okay, jawohl. Es wird Zeit, dass wir hier was tun. Oh, Video, gratis Kino. Fenrich Kim und Mr. Paris, waren Sie bereit für Ihre erste Außenmission? Juhu! Okay, ich habe ja nur 2. Level. Ah, die können auch noch leveln. Aha. Entscheide dich für eine Vorgehensweise, wähle den Helden aus. Okay, ja, verstehe. Captain, wir scheinen mitten in einem Kornfeld materialisiert zu sein. Dieser Ort ähnelte eher unheimlich, aber etwas stimmt nicht. Haben Sie Vorschläge, was wir als nächstes tun sollen? Suchen Sie nach Fußabdrücken oder irgendwelchen Geräuschen, scannen Sie nach Lebenszeichen. Ja. Oh, Erfolg! Harry und Tom nutzen ihre Tricorder, um nach Lebenszeichen zu scannen und entdecken eine seltsame Energiespitze in der Nähe. Den Messwerten folgend navigieren sie durch das Kornfeld und finden einen Bauernhof mit Leuten auf den Feldern. Ein alter Mann sitzt auf der Veranda und spielt auf einem Banjo. Okay. Captain, dieser alte Mann wirkt harmlos. Er weiß vielleicht, was hier vor sich geht. Wie sollen wir ihn ansprechen? Verlangen Sie zu erfahren? Versuchen Sie, seine Körpersprache nach Hinweisen zu deuten. Argumentieren Sie mit Fakten, dass dies kein Bauern auf der Erde sein kann. Wir verlangen zu erfahren. Er ist erschöpft. Erfolg. Okay. Harry und Tom treten vor, die Schultern gestrafft und fordern Antworten. Der alte Mann wirkt eher amüsiert als eingeschüchtert. Kichert vor sich hin und schüttelt den Kopf. Er ist verwirrt, warum Harry und Tom zu früh sind, da sie noch nicht an der Reihe seien. Er lädt sie ein, auf der Farm zu bleiben und zu warten und bietet ihnen frische Maiskolben an. Frische Maiskolben. Okay, der alte Mann ist keine große Hilfe. Wir werden versuchen, die Marquis selbst zu finden. Hinter dem Bauernhof steht eine große Scheune. Die Rekorderwerte sprengen die Skala. Hier ist definitiv etwas faul, besonders an der Rückwand. Oha! Versuchen Sie die Scheunenwand auf eine verborgene Tür. Versuchen Sie zu analysieren, was die Energiewerte bedeuten. Versuchen Sie einen Weg zu finden, die Illusion der Wand zu durchbrechen. Aha. Gefällt mir. Erfolg! Ha! Harry und Tom versuchen, das Energiefeld zu stören, was ein kurzes Flackern hervorruft. Doch ehe sie die Illusion brechen können, stürmen die Leute vom Feld ein, bewaffnet mit Mistkabeln. Der Mann tritt hervor und enthüllt, dass die Scheune eine Illusion ist. Die Wand löst sich auf und gibt den Blick frei auf einen bläulich leuchtenden Raum, in dem bewegungslose Personen auf OP-Tischen liegen, darunter ein tätowierter Mann mit einer Halbklingonin. Aha. Oh, wichtige Entscheidungen, die den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen. Oh, diese Leute müssen die vermissten Marquis sein. Sie werden hier festgehalten, Captain. Wir müssen sie rausholen. Pilot, wecken Sie den tätowierten Mann auf. Wecken Sie die Halbklingonen auf. Nehmen wir das. Deine Entscheidung hat Konsequenzen. Tom eilt auf den tätowierten Mann zu, in der Hoffnung, ihn wachrütteln zu können. Bevor er ihn erreichen kann, tritt der alte Mann vor, das Gesicht von Sorge gezeichnet. Bevor Tom reagieren kann, flutet ein gleißendes Licht den Raum und Harry und er verlieren das Bewusstsein.
War das jetzt gut oder schlecht? Aha. Plötzlich eine... Was? Er kommt, taucht einfach wieder auf. Okay. Was ist da drüben passiert, Mr. Paris? Wir haben den Kontakt zu Ihnen für mehrere Stunden verloren. Was? Aber wir waren doch nur eine Stunde dort, oder, Harry? Harry? Er war gerade eben noch hier. Dann muss er noch auf der Phalanx sein. Aber warum wurden Sie freigelassen und nicht... Die Marquis rufen uns, Captain. Ich schalte auf den Schirm. Ich bin mit Commander Chakotay vom Marquis. Meine Chefingenieurin, Bellana Torres, wird vermisst. Ist sie bei Ihnen? Nein, Commander. Auch wir vermissen jemanden. Es scheint... Wir haben das gleiche Problem und es wäre sinnvoll, wenn wir es zusammen lösen. Das klingt absolut überzeugend für mich. 3 von uns werden sich auf ihr Schiff beamen. Ah, den kenne ich. Trotz Janeways Einladung herrscht bei Ankunft Chakotays und seiner Marquis-Crew eisige Spannung auf der Brücke. Beide Seiten bleiben misstrauisch, dass sie sich darauf vorbereiten, die gemeinsame Zwickmühle zu besprechen. Ah. Captain, das ist Tuvok, mein... Oh, ich weiß, wer es ist. Ich bin froh, Sie zurückzuhaben, Tuvok. Das bin ich auch, Captain. Commander Chakotay, ich muss Ihnen mitteilen, dass ich beauftragt war, Ihre Crew zu infiltrieren. Wollten Sie uns der Sternflotte in die Hände spielen, Vulkanier? Korrekt. Ich versichere Ihnen jedoch, dass ich meine Pflicht an Bord Ihres Schiffes nach den höchsten Standards erfüllt habe. Charmant. Ach, ich weiß, ist das schön. Und ich sehe, Sie haben auch Paris mit dabei. Gründet die Sternflotte etwa ein Club der Marquis-Verräter, Captain? Ist das... Ach, ich liebe es. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, Commander. Konzentrieren wir uns jetzt darauf, Torres und Kim von der Phalanx zurückzuholen. Wir kommen nicht wieder da hinein. Wir haben die Eingänge versiegelt und blockieren jeden eingehenden Ruf. Leutnant Tuvok, begeben Sie sich in den Maschinenraum und finden Sie einen Weg, das zu umgehen, was auch immer unsere Kommunikation stellt. Melden Sie sich, sobald Sie eine Lösung haben. Captain, der Zustand des Schiffes bleibt weiterhin kritisch. Reparaturprotokolle sind zwingend erforderlich. Wir benötigen Ressourcen und müssen das Ingenieurbüro aktivieren, um zusätzliche Arbeitskräfte zu aktivieren. Priorisieren Sie zunächst die Lebenserhaltung, sichern Sie die Kerndecks und stellen Sie die Funktion von Deck 5 wieder her, um den Zugang zum Ingenieurbüro zu erhalten. Lebenserhaltung. Einschalten. Lebenserhaltungssystem auf Deck 5 wiederhergestellt, Captain. Der Zugang zum Ingenieurbüro ist jetzt möglich. Und natürlich ist das reinste Chaos. Seufzt. Wir müssen es erst reparieren, bevor wir es überhaupt nutzen können. Ja, das wollen wir auch. Reparieren. Haben wir denn die Ressourcen dafür? Ah, das können wir nicht, weil wir zu... Okay, es wird angezeigt. Es wird angezeigt. Sehr schön. Reparatur im Gange. Oh! Bis zur Fertigstellung wäre es logisch, alle Planeten im System zu scannen und mehrere Deuterium und Uranium. Mehr Deuterium und Uranium zu sammeln. Ja, absolut. Ich habe ja schon alles gescannt. Ah. Ah, man kann raus und rein zoomen. Cool. Nichts Neues aufzudecken. Aber vielleicht können wir da trotzdem was machen. Oh, wir fliegen so rum um die Sonne. Ist es repariert? Lesen Sie den Bericht. Okay. Arbeitsteam, 2 Aufgaben gleichzeitig. Das ist gut. Es wäre logisch, nun das Deck 2 und die Messe zu konzentrieren, um die Nahrungsversorgung, damit die Ausdauer der Crew zu sichern. Ja. Ja, absolut. Bin ich voll dabei. Einschalten. Lebenshaltung auf Deck 2 ist wiederhergestellt, Captain. Der Zugang zur Messe ist jetzt möglich. Ah, ja. Okay. Können wir es reparieren? Wir können es reparieren. Bis zur Feststellung sollten wir uns um die Unterbringung der Crew kümmern. Wir müssen den zerstörten Raum räumen, um Wohnbereiche zu schaffen. Ja. Trümmer beseitigen. Oh, während wir warten, bis unser Arbeitsteam fertig ist, sollten wir weitere Ressourcen sammeln. Ja. Okay, also... Da ist nichts. Dann müssen wir... 3 Zyklen. Bis dahin ist es schon wieder fertig. Repariert. Ha. Reparatur der Messe ist abgeschlossen. Wir sollten nun auf die Replikatorration umstellen. Das würde das Wohlergehen der Crew verbessern. Ja.
Äh. So. Replikationen werden nun an die Crew ausgegeben. Perfekt. System. Und... Ah, hier. Leicht zugänglich. Oder... Ja, lieber... Ich nehme lieber das sichere. Was? Wegen vollen Lagers? Wegen vollen Lagers. Heißt das so viel wie, ich kann hier auch noch andere Sachen erstmal. Wissenschaftslabor, Krankenstation. Vektorschilde, Werkstatt. Sattelrampe. Boah. Was nehmen wir denn da jetzt so vor Schreck? Ich würde jetzt einfach mal was reparieren. Brücke. Aha. Name? Fragezeichen. Okay, dafür fehlen uns jetzt Sachen. System. Wir sollten ja weitere Sachen scannen und einsammeln. Schön. Das ist das Doppelte. Na, wir nehmen das. Aha, also wir brauchen davon erstmal nichts mehr sammeln. Die Trümmerbeseitigung ist abgeschlossen. Sehr schön. Großartig. Können wir dann bitte jetzt Quartiere bauen? Ich ja noch einen Tag im Korridor schlafen muss, wird mich mein Rücken nämlich umbringen. Das wird der Moral gut tun, ganz bestimmt. Aha. Wähle eine Kategorie. Löst die Crew. Technologie, Kampf. Borg-Technologie. Crew. Notquartiere. Ah. Das hier. Was? Warum nicht? Fehlende Technologie. Dann halt Notquartiere. So. Was ist das? Captain, das Störsignal der Phalanx wurde neutralisiert. Wir sollten nun in der Lage sein, Kontakt aufzunehmen. Es geht weiter. Dann hoffen wir mal, dass Sie antworten. Rufen Sie die Phalanx. Urk, wer ist da? Warum belästigen Sie mich? Ach, Sie schon wieder. Warum sind Sie zurück? Sie haben nicht das, was ich brauche. Ich erinnere mich an diese Stimme, Captain. Der Alte mit dem Banjo. Auf der Phalanx wirkte er jedoch nicht so wabbelig. Ich bin Captain Janeway vom Föderationsraumschiff Voyager. Wir wollen Ihnen nichts tun. Wir wollen nur unsere Leute zurück. Ihre Leute? Ihre Leute sind nicht mehr hier. Sie haben vielleicht, was ich brauche. Sie werden sie zurücklassen müssen. An seine Menschlichkeit appellieren. Sagen Sie uns, wo Sie sind. Chance 40% plus 30. Versuchen ihn einzustückeln. Geben Sie zurück 40 plus 30. Chakotay reden lassen 40 plus 30. Optional 100%. Scannen Sie die Phalanx nach Lebenszeichen. Keine Spur von Ihnen und kein Anzeichen von humanoiden Lebensformen. Mit wem oder was reden wir gerade? Okay. Ich habe nicht sonderlich viele Optionen hier. Also schon, aber... an seine Menschlichkeit appellieren. Probieren wir es. Wir sind mit Ihrer Sicherheit betraut. Ihre Familien und Freunde verlassen sich darauf, dass wir sie nach Hause bringen. Sie sind in unserer Verantwortung. Ich verstehe, aber ich hatte keine Wahl. Mir läuft die Zeit davon. Zeit für was? Ich muss eine Schuld begleichen, die niemals beglichen werden kann. Etwas finden, das nicht gefunden werden kann. Hilfe anbieten. Ja klar, wir bieten Hilfe. Wonach suchen Sie? Vielleicht können wir ihr helfen. Sie? Ich habe die Galaxie mit Methoden jenseits Ihrer Vorstellungskraft durchsucht. Nein, es gibt nichts, was Sie tun können. Nein, nein, Sie stehlen mir meine Zeit. Begreifen Sie denn nicht? Ich habe keine Zeit mehr, nicht genug Zeit. Die Verbindung wurde getrennt, Captain. Ach, verdammt, wir sind Harry und Torres keinen Schritt näher gekommen. Wir haben es geschafft, Ihnen zumindest etwas zum Reden zu bringen. Vielleicht ist die Sternenflottendiplomatie doch nicht völlig nutzlos. Captain, erlauben Sie. Ich habe beobachtet, dass die Phalanx seit unserer Ankunft Energieimpulse in Richtung des 5. Planeten des Nachbarsystems aussendet.
Angesichts des Mangels an Informationen bezüglich des Aufenthalts unserer vermissten Crewmitglieder scheint die Untersuchung dieses Planeten der logischste nächste Schritt zu sein. Ja, das ist die einzige Spur, die wir haben. Was meinen Sie, Commander? Es scheint, unsere Schicksale sind verbunden, Captain. Nutzen wir diese Gelegenheit, um unsere Leute zu finden und heimzubringen. Aber sowas von. Einverstanden, Mr. Paris, übernehmen Sie wieder das Steuer. Lassen Sie uns unsere Leute finden. Setzen Sie kurz auf den 5. Planeten des Nachbarsystems. Maximum Warp. Sektor. Blockiert, ja? Dann wird es wohl das hier sein. Ah, hier bin ich bereits. Ah, da soll ich hin. Ah! Da können wir erstmal sammeln. Nicht schlecht. Ich gehe auf Nummer sicher. Also auf die sichere Variante. Achso, ich habe immer noch ein volles Lager. Schiff, können wir noch irgendwas reparieren? Das Holodeck! Wie cool. Aber nein, nicht jetzt. Zerstörter Raum. Trümmer entfernen. Werkstatt. Ne, können wir alles nicht machen gerade. Schade, schade, schade. Ah, schon fast eine halbe Stunde rum. Wie lange will ich denn diese Folge machen? Wie lange geht die Demo? Mal gucken. Notquartiere gebaut. Sehr schön. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle... Oh, der Schattenwurf der Planeten ist ja cool. Fortsetzen, später zurückkehren. Fortsetzen! Aber momentan will ich noch weitermachen. Macht mir voll Spaß. Da werden wir, Captain. Und darf ich sagen, was für ein Flug. Die Voyager steuert sich wie ein Traum. Reaktionsschnell, wendig. Lassen Sie sich nicht zu sehr hinreißen, Mr. Paris. Sehen wir erst einmal, was wir hier haben. Eine neue Spur. Den Energieimpulsen der Phalanx folgend entdeckt die Voyager einen Wüstenplanet mit rau und unerbittlicher Landschaft. Werden Harry, Kim und B'Elanna womöglich an diesem Ort festgehalten? Was ist denn so Besonderes an diesem alten Staubfänger? Ein Außenteam vorbereiten? Okay, optional. Ah. Gibt es etwas Erwähnenswertes zu den Energieimpulsen? Sie zielen konstant auf einen einzigen Ort, ein karges Stück Wüste. Ich empfehle, dass ein Außenteam das Gebiet untersucht. Noch etwas anderes. Seit wir die Phalanx verlassen haben, hat sich das Intervall zwischen den einzelnen Impulsen um 0,47 Sekunden verringert. Sie werden schneller. Das Wesen sagt, ihm läuft die Zeit davon, nicht wahr? Was auch immer das bedeutet. Wir sollten uns beeilen. Auch das hier. Mal sehen, was wir über diesen Planeten herausfinden können. Er hat alle grundlegenden Eigenschaften eines Klasse M-Planeten, aber keine Ozeane, keine Flüsse, nichts. Trotzdem gibt es Siedlungen. Wer zur Hölle würde hier leben wollen? Ist dabei belassen. Seltsam, aber faszinierend. Ein Außenteam vorbereiten. Wir werden diese Welt persönlich untersuchen. Ja! Aber sowas von. Ach. Also ich krieg so langsam das Gefühl, dass ich dieses Spiel komplett noch spielen muss. Spannende Kiste. Captain, ein kleines Schiff. Es ruft uns, ja, okay. Auf den Schirm. Was? Erstkontakt. Ein eigentümlicher Außerirdischer mit einem schelmischen Grinsen begrüßt die Voyager von einem chaotischen Schiff aus. Aha. Weder die Sternflotte noch der Marquis haben jemals eine solche Spezies gesehen. Vielleicht ein Bewohner des Delta-Quadranten. Ja, vermutlich, würde ich mal sagen. Grüße. Suchen Sie etwas auf diesem staubigen alten Felsen? Würden wir denn etwas finden, Mr. Neelix? So ein Schiff wie Ihres habe ich noch nie gesehen. Lassen Sie mich raten. Sie wurden von einem anderen Ort der Galaxie weggezaubert und gegen Ihren Willen hierher gebracht. Klingt, als hätten Sie diese Geschichte schon einmal gehört.
Tausende Male, sagen wir hunderte Male, vielleicht 50 Mal. Aber der Fürsorger bringt seit Monaten Schiffe hierher. Der Fürsorger? So nennen ihn die Okampa. Er hat wahrscheinlich auch einen Teil ihrer Crew entführt, nicht wahr? Sind wahrscheinlich unten auf dem Planeten bei den Okampa. Aber Captain, es ist ein Tückschort, gefährlich. Wir können einen Fremdenführer gebrauchen, aber natürlich braucht ein Fremdenführer eine kleine, Sie wissen schon. Entschädigung, klingt fair. Wunderbar, um ehrlich zu sein, hatte ich es in letzter Zeit nicht leicht. Diese lästigen Vakuumnager haben alle meine Vorräte weggeknabbert. Etwas Essen und Wasser wäre höchst willkommen. Wenn sie uns bei der Suche nach unserer Crew hilflich sind, überlassen wir ihnen so viel Essen und Wasser, wie sie wollen. Abgemacht. Nilix rekrutiert. Und nun? Was? Baue die Voyager wieder auf, erkunde das System oder überspringe Zyklen, bis Nilix gesprächbereit ist. Aha. Dann gucken wir mal, kann man noch irgendwas aufbauen? Krankenstation. Ich bin voll für die Krankenstation theoretisch, aber Wissenschaftslabor klingt mir irgendwie wichtiger. Ach, ja. Räumliche Anomalie. Aha. Gucken wir mal. Wissenschaftslabor repariert. Sehr schön. Anomalie-Scan. Das ist wichtig. Besser. Dann, man kriegt dann trotzdem was. Okay. Okay, wir haben trotzdem was gekriegt. So, jetzt die Krankenstation? Ja. Reparieren. Was haben wir hier? Klasse D-Planet. Leicht zugängliche? Oder das? Ja, ich versuche mal das jetzt. Was passiert denn, wenn wir jetzt im Gelben landen? Landen wir nicht. Wissen wir nicht. Oh. Der Fürsorger. Welch köstliche Mahlzeit. Ein kulinarisches Meisterwerk. Mir ist noch nie ein so würziges, aber wohltuendes, geschmeidiges und voller Leben steckendes Gebräu untergekommen. Wie hieß es doch gleich, was? Tomatensuppe. 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 Ich bin selbst so etwas wie ein kulinarisches Genie. Wissen Sie, meine alfarianische Haarpasta ist weithin für ihre kräftigen, unwiderstehlichen Geschmack berühmt. Ich freue mich, dass Sie sich amüsieren, Mr. Nilix, aber wir benötigen Ihre Hilfe. Jetzt. Ach ja, Ihre vermisste Crew, richtig. Scannen Sie den südlichen Kontinent nach einer Kette erloschener Vulkane. Fußfüße finden Sie ein Lager der Kazon-Ogla. Kazon-Ogla? Eine von vielen Kazon-Sekten. Sie dominieren diesen Teil des Quadranten. Sie sind etwas schwierig, aber mit der richtigen Herangehensweise lässt sich sogar mit ihnen verhandeln. Ich dachte, Sie sagen, die Okampa hätten unsere Leute. Nun, die Okampa haben ihre Leute. Es ist nur, sie zu finden wird knifflig. Mein alter Kumpel Mayebin, der Anführer der Ogla, könnte wissen, wo wir suchen müssen. Er ist ein netter Kerl, etwas ruppig, aber er schuldet mir was. Optional. Frage nach weiteren Informationen. Gibt es sonst noch etwas, was wir über die Kazon-Ogla wissen sollten? Wasser ist in der Gegend ein kostbares Gut. Die Ogla, sie bekommen es hauptsächlich durch Handel. Also ein wenig flüssige Diplomatie würde viel bewirken. Es ist relevant, diese optionalen Informationen einzusammeln. Nun gut, bereiten Sie ein Außenteam vor. Mr. Nilix, Sie werden es begleiten. Okay, dazu muss ich da dann wieder hin. Okay. Wird noch repariert. Okay. Sehr schön. Krankenstation. Sehr schön. Ein Schiff. Keine Patienten bisher. Auch gut. So, was ist das?
Shuttle-Rampe. Shuttle-Rampe. Werkstatt. Torpedo. Phaser-Kontrollraum. Kann nicht schaden. Aha. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle? Außenteam schicken. Aha. Warum kann ich ihn nicht nehmen? Aber nur noch 2 kann ich mitschicken. Dann ihn und ihn. Das Außenteam materialisiert sich in einem kleinen Tal zwischen den erloschenen Vulkanen. Die Sonne brennt unbarmherzig auf sie herab. Die Luft ist heiß und sandiger Wind peitscht ihnen entgegen. Captain, unsere Tricorder versagen vermutlich wegen der Energieimpulse. Wie sollen wir uns in dieser Staubwüste orientieren? Überlebenskünstler, Himmelsrichtung, kämpfen sich in einer erhöhten Position durch. Ja. Na, Erfolg. Weltversprung mit freiem Blick. In der Ferne spielen sie die Castellon-Ogla-Siedlung. Doch Wind frischt auf und ein gewaltiger Sandsturm nähert sich von Süden her. Captain, ein starker Sandsturm zieht auf. Wir müssen dringend Deckung finden. Was? Innovator, werfen Sie einen ausgetüfteten Unterschlupf, um den Sturm standzuhalten. Können wir nicht. Bauen Sie einen provisorischen Unterschlupf aus allem, was Sie finden können. Aha. Analysieren Sie die Umgebung und finden Sie die beste Deckung vor dem Sturm. Fehlschlag. Versucht festzuhalten, aber der starke Wind macht es ihnen schwer. Als der Sturm stärker wird, bricht die behelfsmäßige Deckung zusammen, wodurch voller Wucht des Stammsturms ausgesetzt sind. Nach einer gefühlten Ewigkeit legt sich der Sturm. Das Außenteam kommt lediert und angeschlagen hervor und marschiert los. Okay, wir haben Schaden genommen. Captain, wir haben die Signal erreicht. Wie gehen wir am besten auf die Leute hier zu? Talaxianer. Waffen bereithalten. Okay. Logisch ist irgendwie das. Fehlschlag. Nilix überschwängliche Begrüßung scheint keine Wirkung zu haben. Frauen und Kinder erkennen ihn, weichen aber mit finsterem Blick zurück. Die Männer nähern sich vorsichtig, die Waffe bereit. Ein hochgewachsener Kason tritt Bewegung. Yavin, ihr Anführer. Bei Nilix Anblick läuft sein Gesicht vor Wut rot an. Und lugt eine übelst gerichtete junge Frau, die wie ein Mensch mit Spitzen aussieht, um die Ecke. Aber er lebt noch. Es scheint, diese Kason finden Nilix nicht so charmant, wie er uns glauben machen wollte. Wie sollen wir ihn besänftigen, Captain? Aha. Tauschen Sie Wasser gegen Informationen. Demonstrieren Sie Stärke. Versichern Sie, dass Sie nichts Böses wollen. Ach, man kann auch die eine Kombination nehmen. So dürfte es keinen Fehlschlag geben, wenn ich das richtig vermute. Das sieht eigentlich besser aus. Erfolg! Das Außenteam erklärt ruhig seine friedliche Absicht und mildert die Spannungen. Yavin erklärt, die Kampa leben unterirdisch, ihr Zugang werde vom Fürsorger kontrolliert, der ihnen auch das Wasser liefere. Als Beweis deutet Yavin auf die übel zugerichtete Frau, die er wohl als Sklavin hält, eine Okampa. Er erklärt, dass sie eine der wenigen ist, denen die Flucht an die Oberfläche gelang. Da reißt Nilix plötzlich einen Phaser an sich. Er zielt auf Yavin und verlangt die Freilassung der Okampa-Frau. Okay. Dinge geraten außer Kontrolle, Captain. Wir sollten uns zurückziehen. Beruhigen Sie die Lage und ziehen sich vorsichtig zurück. Taktischer Rückzug. Rennen Sie. Sichern Sie den Rückzug mit Phaserfeuer.
Aha. Naja. Es ist die Demo, die ich spiele. Also insofern, wenn ich es nochmal spiele, dann wahrscheinlich sowieso nochmal komplett. Aber hier muss man gegebenenfalls wirklich... Wir versuchen das. Wir versuchen das. Ha! Beschwichtigt die Hände, zieht sich langsam zurück und wählt dabei sorgsam seine Worte, um die Lage zu beruhigen. Yavin, obwohl rasend vor Wut über Nilix impulsives Handeln, erkennt die kluge des GS-Clans Führungsstrategie des Außenteams an. Er lässt sie ziehen, auch wenn seine Augen vor Zorn glühen. Sehr schön. Immerhin. Sicher zurück an Bord der Voyager überrascht Nilix den Rest des Außenteams, als er und die gerettete Frau sich leidenschaftlich küssen. Wie ernst ist die Beziehung zwischen den beiden? Meine liebste Kess, habe ich dir nicht versprochen, dich zu retten? Ich wusste, du würdest mich holen, mein Liebster. Wir haben gerade gelogen und meine Crew in Gefahr gebracht. So schafft man kein Vertrauen, Mr. Nilix. Er war verzweifelt, Captain, aber ich verstehe. Ich möchte mich bei Ihnen und Ihrer Crew dafür revanchieren, dass Sie mich gerettet haben. Wie Yavin sagte, wird der Zugang zur unterirdischen Stadt vom Fürsorger kontrolliert. Es gibt zwar einen Tunnel, aber der Fürsorger hat ihn mit einer Sicherheitsbarriere versiegelt. Na, so ein übler Schuft. Wir könnten theoretisch durch die Barriere beamen, wenn sie eine winzige Schwachstelle aufweisen würde. Ein Transporter-Signalverstärker wäre nötig. Ausgezeichnete Idee. Kess, können Sie uns helfen, sobald wir eine Lücke lokalisiert haben? Natürlich. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Vielen Dank. Und jetzt? Jetzt fragen, was Sie über den Fürsorger weiß. Was können Sie uns über den Fürsorger erzählen? Seit Generationen versorgt er die Okampa mit Nahrung, Wasser, Energie und Schutz vor der Außenwelt. Haben Sie eine Vorstellung, wie er das tut oder wo er herkommt? Nein, wir haben zwar Legenden und Erzählungen über ihn, aber sind eben nur Legenden. Okay. Wie sind Sie an die Oberfläche gekommen? Warum haben Sie Ihr Zuhause verlassen? Ich spürte den glühenden Wunsch, die Welt außerhalb der Stadt zu erkunden. Ich sehne mich nach der Freiheit, Neues zu entdecken und neue Dinge über mich selbst zu lernen. Mein Volk ist so abhängig vom Fürsorger. Zu sehen, unfähig auch nur für sich selbst zu denken. Das war unerträglich. Einst besaßen wir telepathische Fähigkeiten, doch diese verkümmerten über viele Generationen hinweg. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Kess, Mr. Nix, ich bin neugierig. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? Ich traf Kess, als sie mit den Kasson Ogla wandelte. Sie hatten sie versklavt, aber sie war freundlich, selbst zu jemandem wie mir. Ich musste sie da rausholen. Er besuchte mich, brachte mir Geschenke, brachte mich zum Lachen. Er war das einzig Gute an diesem schrecklichen Ort. So verliebten wir uns. Ich stehe, ich habe sie benutzt, Captain. Das tut mir leid, aber ich würde es jederzeit wieder tun. Wir haben Dinge zu erledigen. Gut, jemand soll sich um den Transporter-Signalverstärker kümmern. Und Kess, wir bringen sie zur Krankenstation, um sie durchzustecken. Habe ich schon repariert. Ja, und das Wissenschaftslabor ist fertig. Das habe ich gut gemacht. Computer, das medizinische holographische Notfallprogramm initiieren. Ja, Vorhang auf, der Doktor! Yippie! Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Doktor, unser Chefarzt ist tot. Sie müssen sich vorerst um die Krankenstation kümmern und um diese Patientin Kess. Besteht kein Grund zur Sorge, ich bin fähig, jede Verletzung oder Krankheit zu behandeln. Eine gebrochene Elle, ein paar leichte Prellungen und Schürfwunden. Nichts, was ich nicht bewältigen könnte. Sie finden in den fähigsten Händen, junge Dame. Vielen Dank, Doktor. Sehr freundlich von Ihnen. Ich erwarte, dass Sie Ihr Bestes geben, Doktor. Mein Bestes geben, Captain? Ich bin für optimale medizinische Versorgung programmiert. Was bitteschön sollte ich sonst tun? Nun, wenn Sie mich entschuldigen würden, ich habe eine Patientin zu versorgen und eine Krankenstation zu reorganisieren. Jawohl. Wissenschaftslabor. Und was müssen wir jetzt erforschen? Ich dachte, wir müssen jetzt hier was erforschen. Ah, hier geht's auch noch weiter. Behandlungstaktiken. Ah. Was es nicht alles gibt. Warum können wir das nicht? Warum können wir das nicht?
Bereits erforscht, ja. Achso, man muss vielleicht grundsätzlich erstmal diese Mitteleinheit machen. Ach, forschen wir mal. Aber anscheinend ist hier noch was. Ah, hier unten. Hihi. Ja. Keine... Ah, weise einen Helden zu. Ah, man kann Räumen Leute zuweisen. Auch hier. Die Messe. Da kommst du erstmal rein. Einfach weil ich es kann. Kann man hier auch jemanden zuweisen? Nein. Was? Bau abbrechen. Nein, will ich nicht. Was? Ach so, ja, das mache ich da. Ja, ist richtig. Was können wir denn hier bauen? Logistik. Fehlende Ressourcen, fehlende Technologie. Frachtraum. Okay, wir können eine ganze Menge bauen. Das ist ja... Also irgendwann mal. Das ist ja an sich nicht schlecht. Keine Lebenshaltung, deswegen können wir hier nichts machen. Fehlende Ressourcen. So, wird entfernt. Einfach bloß um mal ein bisschen was zu machen. Erforsche, genau. Erforschen sollen wir. In der Zwischenzeit können wir hier nochmal scannen. Und ein paar Ressourcen. Oh. Sehr schön. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze hier. Verstehe, verstehe. Und die Deflektorschilde, wo ist denn unser Warpkern? Warpkern, hier. Können wir den verbessern? Wert. Müssen wir wahrscheinlich dann erst erforschen. Okay. Kann nicht schaden, wenn wir das haben. Warum können wir das nicht? Oh, holen wir uns mal. Sehr schön. Schiffswrack. Oh, denn da auch nochmal hin. Blaupausen für Transporter-Signalverstärker. Aha, sind fertig. Jetzt Werkstatt. Okay, ja. Ein Arbeitsteam verfügbar. Da müssen wir wohl noch warten. Zack. Zack. Schiff betreten. Nein, das nicht. Die Werkstatt. Reparieren. Zack. Versuchen wir's. Also man kriegt trotzdem was. Ist doch gut. So. Ja. Müssen wir ja eigentlich was tun? Ah. Die Option bricht ab. Abbrechen wollen wir nichts. Ach so, wird immer noch repariert.
Repariert. Werkstatt ist repariert. Wir können mit der Herstellung des Signalverstärkers beginnen. Aber bitte 3 Zyklen. Jetzt gehen wir hier nochmal. Achso, nee, nicht das. Ressourcen sammeln. 42 auf jeden Fall oder 45. 45, 22 wären es ansonsten gewesen. Ein Schiffswrack. Ja, 3 Zyklen, ja. Das heißt, jetzt müsste gleich kommen. Tada! Der Signalverstärker ist fertig und einsatzbereit, Captain. Es wäre klug, schnell nach Okampa zurückzukehren. Das ist definitiv richtig. Ja, hier oben. Voll. Nahrung. Eine aktive Produktion. Borg. Wissenschaftspunkte. Was ist das? Okay, Sektorbedrohungsstufe. Vergangene Zyklen. 4 von 50. Arbeitsteams 2 von 2. Okay. Da sind wir. Boy. Was ist das? Die Moral. Minus 17 pro Zyklus. Weil quartierlos. Okay, da muss man dann auch was tun. Verstehe, verstehe. Mobkern. Moral. Ah, okay, also Quartiere wären sinnvoll entsprechend, ja. Verständlich. Hier hat man so die Übersicht. Helden. Was ist denn mit ihm? Nicht verfügbar. Ach, stimmt. Der ist ja momentan gar nicht da. Aber nur so viele Helden? Echt? Okay. Voyager-Kampfstärke, durchschnittliche Gegnerstärke. Ja, hier im Quadranten. Aha. Spannend. Ja, wir fliegen jetzt hier nicht hin zurück, weil ich beende jetzt hier an der Stelle die Demo, würde ich mal so sagen. Es macht durchaus Spaß. Ich kann mir durchaus vorstellen, das zu spielen. Aber erstmal war es die Demo, was ich jetzt gespielt habe. Wenn Interesse daran besteht, dass ich das weiterspiele, dann ja, kann man mir das gerne schreiben. Dann mache ich das gerne. Ich finde es interessant. Ich habe allerdings auch viele andere Sachen. Das heißt, wenn Interesse besteht, dann Bescheid sagen. Dann lasse ich mich gerne davon überzeugen. Ansonsten an der Stelle Werbung für S von S-Kicker von dem Kanal. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, das in der Videobeschreibung zu verlinken. Der spielt das momentan auch. Kann man auch da reinschauen, aber wenn es jemand geben sollte, der sagt, von wegen, Granzym, spiel du das. Du hast so eine angenehme, wunderschöne, liebliche Stimme. Wie gesagt, ich lasse mich immer gerne überzeugen. Von so ziemlich allem. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.